beispielsweise, wenn Unternehmen sagen, wir investieren hier in Deutschland, wäre ich durchaus bereit, und wären wir auch als SPD bereit, da über steuerliche Anreize, über Investitionen und Ähnliches zu sprechen. Aber was ist das? Das ist jetzt ganz wolkig, schwammig. Was heißt das? Ja, auch da gibt es ja tatsächlich unterschiedliche Konzepte, wie man Unternehmen mit unterstützen kann. Ob das jetzt auf der steuerlichen Seite ist, was müssen Unternehmen zahlen? Aber konkret, was wollen Sie? Die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer, was geht runter? Der Solidaritätszuschlag, der das Handwerk bezahlt. Was geht runter? Da gibt es unterschiedliche Konzepte, die man fahren kann. Das wird man sehen. Da sind wir als SPD auch in Aber nennen Sie mal eins. Ist irgendwas davon durchgerechnet, gegengerechnet? Wenn ich mir anschaue, was muss ein Unternehmen zahlen an Steuern, an Abgaben? Ja. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine Frage. Lohnt sich Arbeiten in Deutschland überhaupt noch? Bei Markus Lanz hat SPD-Politikerin Anna Kasowski sich dazu erklärt und sagen wir mal so, da bleibt einem das Frühstück fast im Hals stecken. Warum? Weil sie scheinbar komplett am echten Leben vorbeiredet. Wenn ihr wissen wollt, wie weit Politiker von der Realität entfernt sein können, dann bleibt dran. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Auf geht's! Frau Kasowski, würden Sie mitmachen, Bürgergeld abschaffen? Nein, würde ich tatsächlich nicht mitmachen. Ich glaube, dass wir durchaus darüber sprechen können, über eine Reform des Bürgergelds. Es gibt diejenigen, die tatsächlich nicht wollen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Anteil. Wenn ich mir anschaue, wer empfängt Bürgergeld, dann wäre 30% schon mal Minderjährige. Von denen ist ein überwiegender Teil auch unter 15 Jahre alt. Die können gar nicht erwerbstätig sein. Wir haben noch mal eine knappe Million Alleinerziehende, der überwiegende Anteil davon Frauen. Da geht es nicht darum, dass Leute nicht arbeiten wollen. Da geht es schlicht und ergreifend darum, dass Leute an der Stelle gar nicht arbeiten können. Wir haben Menschen, die sind langzeitarbeitslos. Die muss man erst mal wieder in so einen Arbeitsmarkt mit eingliedern. Und das, was wir mit dem Bürgergeld geschaffen haben, ist, dass wir gesagt haben, was vorher war, zu sagen, Vermittlung geht vor alles. Das heißt, Leute so schnell wie möglich in Arbeit bringen. Das halte ich tatsächlich für den falschen Ansatz, sondern ich sage, wir müssen die Leute langfristig in Arbeit bringen. Wir müssen für die Jobs finden, wo es am Ende auch funktioniert, wo es passt. Und darum geht es doch, die Leute im Zweifelsfall fortbilden, weiterbilden, damit sie langfristig in Arbeit sind und nicht irgendwie in einem knappen Jahr wieder mit im System hängen. Es funktioniert ja nicht, Frau Kasowski. Was funktioniert nicht? Weiterbildung, Fortbildung, um die Leute dann langfristig in Arbeit zu bringen. Funktioniert ja erkennbar nicht. Was sagen Ihnen die Leute in Ihrem Wahlkreis über das Bürgergeld? Da gibt es einen Riesenfrust. Da gibt es ganz unterschiedliche Leute. Können es gibt Sie das nachvollziehen? ich kann, wenn ich quasi immer nur diese Fälle sehe, wo Leute tatsächlich nicht arbeiten wollen, dann verstehe ich den Frust. Wenn es um Lohnabstand geht, beziehungsweise um Abstand, dass Leute sagen, hey, wenn ich Bürgergeld empfangen würde, da bekomme ich gar nicht so viel weniger. Es ist wichtig, dass Menschen, die arbeiten, immer mehr bekommen. Dafür haben wir auch mit gesorgt. Das war uns auch immer wichtig, dass Leistung sich immer lohnt, dass Arbeit sich immer lohnt. Aber ich hatte vorhin den Fall gezeigt von 12 € Mindestlohn. Wenn ich so wenig verdiene in meinem Job, dass ich davon nicht richtig leben kann, dann ist doch das Problem die Lohnhöhe. Dann ist nicht das Problem, dass jemand, der momentan nicht arbeitet, weil er beispielsweise Angehörige pflegt, weil er ein Kind zu Hause hat, dass die Person dann zu viel bekommen würde. Der kleine Betrieb, gerade bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, die würden das ja bestimmt gerne zahlen. Die würden sagen, okay, dann zahlen wir 15 € Mindestlohn. Aber die können das nicht. Was sagen Sie denen? Wir müssen gucken, dass wir Unternehmen dabei unterstützen. Das ist völlig klar. Ja, auch bei den 12 €. Der kleine Friseurbetrieb zum Beispiel. Auch bei den 12 € Mindestlohn gab es Unternehmerinnen und Unternehmer, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Frau Kasowski, da habe ich Angst, ob wir das überhaupt schaffen. Wir haben mir teilweise die Bücher offengelegt, nahrungsverarbeitendes Gewerbe, die mir dann mal offengelegt haben, wie sind denn die Verhandlungen mit den Einzelhandelsketten für Marmeladen, für Desserts oder sonst was. Wo ich sage, da liegt das Problem doch am Ende nicht daran, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen guten Lohn bekommen sollen. Und das ist ja, dagegen haben ja die Unternehmerinnen auch gar nichts. Also das ist ja gar nicht das Problem an der Stelle. Sie würden ja, aber Sie können es nicht. Das Problem ist, dass Einzelhandelsketten um jeden halben Cent feilschen, wenn es um die Marmelade geht, und keine vernünftigen Preise dafür zahlen wollen. So. Und wenn Stichwort Inflation. Und dann?
Also wie weit wollen wir jetzt noch sozusagen reingehen in die Kette und immer weiter eingreifen und sagen, da müssen wir korrigieren, da müssen wir korrigieren. Genau genommen geht es hier als Politik ja auch nichts an, wie hoch der Mindestlohn ist. Das bestimmen ja nicht Sie. Das ist eine Lohnuntergrenze. Aber das macht ja eine Kommission. Ja. Das machen ja gar nicht Sie. Aber Sie würden da eingreifen. Wir haben eingegriffen bei 12 € Mindestlohn. Genau. Ich habe das auch für richtig gehalten, halte das nach wie vor für richtig. Ich glaube auch, dass Und Sie wollen jetzt hoch auf 15. Ich würde den Mindestlohn gerne auf 15 € hochsetzen. Das heißt, Sie wollen da wieder eingreifen. Ja. Und wenn der kleine Lebensmittelhändler sagt, das kann ich nicht bezahlen, und wenn Sie sagen, dann musst du eben die Preise nach oben schrauben. Wir haben das gesehen, als 8,50 € damals eingeführt wurden. Da hieß es auch, um Gottes Willen, dann steigen die Preise ins Unermessliche. Wenn die Menschen mehr verdienen, dann haben sie aber auch mehr Geld, was sie mit ausgeben können. Und das hat die Wirtschaft wahnsinnig angekurbelt damals. Ich habe da als Studentin auch von profitiert. Ich hatte eine Lohnerhöhung von 2 € die Stunde. Wir haben bei 12 € gesehen, dass die Kaufkraft gestiegen ist. Und ich glaube auch, dass bei 15 € wir entsprechende Effekte hätten. Wir müssen selbstverständlich die Wirtschaft an der Stelle mitnehmen. Wir müssen gucken, wo können wir Anreize schaffen, wo können wir auch die Wirtschaft entlasten an anderer Stelle, die hier bei uns ist, die hier bei uns produziert. Und wo entlasten Sie die dann? Beispielsweise, wenn Unternehmen sagen, wir investieren hier in Deutschland, wäre ich durchaus bereit, und wären wir auch als SPD bereit, da über steuerliche Anreize, über Investitionen und Ähnliches zu sprechen. Aber was ist das? Das ist jetzt ganz wolkig, schwammig. Was heißt das? Ja, auch da gibt es ja tatsächlich unterschiedliche Konzepte, wie man Unternehmen mit unterstützen kann. Ob das jetzt auf der steuerlichen Seite ist, was müssen Unternehmen zahlen. Oder konkret, was wollen Sie? Die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer, was geht runter? Der Solidaritätszuschlag, der das Handwerk bezahlt. Was geht runter? Da gibt es unterschiedliche Konzepte, die man fahren kann. Das wird man sehen. Da sind wir als SPD auch in Aber nennen Sie mal eins. Ist irgendwas davon durchgerechnet, gegengerechnet? Wenn ich mir anschaue, was muss ein Unternehmen zahlen an Steuern, an Abgaben, dann kann ich gucken, an welchen Stellen kann ich entlasten, um gerade die kleinen und mittleren Betriebe zu entlasten. Das ist die Stelle, wo wir ansetzen müssen. Wo das jetzt genau ist, das kann ich Ihnen jetzt hier an dieser Stelle nicht sagen. Okay, müssen Sie auch gar nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist, Sie greifen da ein und da ein und da ein und da ein. Und wie passt zu dieser schönen Welt, in der Sie überall eingreifen, die Tatsache, dass immer mehr Jobs in diesem Land schlicht flöten gehen? Die sind weg. Weil Leute sagen, es geht so nicht mehr. Weil auch das Spiel der Kräfte, der Markt nicht mehr funktioniert. Wir sind nicht wettbewerbsfähig, das ist das Stichwort. Ja, wir sehen aber in anderen Staaten, ob das in den USA ist, ob das in China ist, dass da der Staat massiv in die Wirtschaft mit investiert, mit subventioniert. Und wir natürlich da in einem Vergleich zu anderen Staaten in der Wettbewerbsfähigkeit gerade Probleme haben. Deswegen sagen wir ja, wir müssen in unsere Wirtschaft mit investieren. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, sagt einem jeder Volkswirt, wenn es mit der Wirtschaft bergab geht, dann muss man investieren. Das ist ein Modell, was in Wellen quasi gegenläufig ist. Das müssen wir machen. Dafür müssen wir aber auch die finanziellen Spielräume haben, um das zu machen. Und nicht, wie wir es die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, ist zu sagen, wir wollen unsere schwarze Null, wir brauchen unsere Schuldenbremse. Und wo sparen wir es am Ende ein? Wir sparen es ein bei den Investitionen, wir sparen es ein an der Infrastruktur. Und das sehen wir bei der Bahn, das sehen wir bei den Straßen, das sehen wir bei den Schienen. Kann nicht die Antwort sein. Sie schütteln schon die ganze Zeit mit dem Kopf, Herr Teutrine. Ja, bei mir kam körperliche Regung, als ich gehört habe, wir müssen die Wirtschaft mitnehmen, ehrlicherweise. Weil ich das bei meiner Mittelstandsregion nicht erklären kann, weil die abschmieren und die wollen auch keine staatliche Subvention, sondern die bezahlen diese staatlichen Subventionen. Wir müssen mal auf eine Kette kriegen, wer wen finanziert. Die Wirtschaft finanziert den Staat, nicht der Staat die Wirtschaft. Und die wollen nicht für einige wenige immer mehr belastet werden. Und wenn wir über einen Lohnabstand sprechen, dann sprechen wir doch mal bitte nicht, was brutto bezahlt wird, sondern was netto übrig bleibt. Auch beim jemanden, der auf dem Mindestlohnniveau bezahlt, wie viele Sozialabgaben der zahlen muss, dass der überhaupt Steuern zahlen muss, finde ich eine Ungerechtigkeit, ehrlicherweise. Ich finde, jemand sollte, der auf diesem Lohnniveau ist, gar keine Steuern in Deutschland zahlen müssen. Wir können sie ja auch anders entlasten. Und für mich hört sich das ein bisschen nach einer Interventionsspirale an. Man hat da so eine Vorstellung, wie man jetzt einzeln das lenken und steuern könnte. Ja, aber es gibt halt Konsequenzen. Und da glaube ich, wenn dann gesagt wird, wir können gar nicht investieren,
gleichzeitig gesagt wird, aber beim Bürgergeld gibt es nichts einzusparen, da schütteln die Leute den Kopf. Die sehen jeden Tag Steuerverschwendungen bei 1 Billion Euro Steuereinnahmen, wo man sparen könnte, um zu investieren. Und daher ist mein politischer Ansatz da einfach ein anderer. Ich setze da auf mehr Marktwirtschaft, das hat das Land schon mal stark gemacht, anstatt darauf, dass Politiker und Behördenmitarbeiter, die meinen, sie könnten die Wirtschaft lenken, steuern und bürokratisieren am Ende. Ich glaube, da sind wir jetzt von der CDU auch näher und ich glaube, das könnte sehr interessant in Koalitionsverhandlungen werden. Schminkt euch ab, das wird so nichts. Nicht heute Abend, vielleicht wird es ja was. Ich habe keine Ahnung.